Dünner Teig mit feiner Füllung. Mit Fleisch oder vegetarisch. Maultaschen sind mehr als ein schnelles Mittagessen. Wenn die Maultasche kein Kulturgut ist, ja, dann gibt es ja daneben gar nichts mehr. Also die ist ja das Kulturgut für den Schwaben. Die schwäbische Maultasche. Früher arme Leute essen, heute tüfteln überall in Baden-Württemberg Hobbyköche und Profis am besten Rezept. In Sachsenheim, nördlich von Ludwigsburg, arbeitet Olli Hecker an seinem Ruf als Maultaschenkönig. Ich habe hier drin laufen gelernt. Das war meinem Opa sein Betrieb. Bin hier aufgewachsen. Meine Mutter hat hier geschafft. Das war immer das Erste. Wenn ich von der Schule gekommen bin, habe ich geguckt, was gibt es denn zu arbeiten. Und habe dann auch halt mit 12 oder 13 Jahren mein erstes Schwein selber geschlachtet. Habe dann 2, 3 Praktikas gemacht auf andere Berufe. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist dein Ding. Ich stehe mit 2 Füßen auf dem Boden. Du hast die ganze Zeit ein Dach über dem Kopf. Und es gibt immer gutes Essen. Kalb, Rind oder Schweinefleisch, alles ist erlaubt. Bei Olli Hecker aber kommt Schweineschulter in die Teigtasche. Sollte so einigermaßen sauber ausgelöst sein. Hier haben wir natürlich drumherum einige Dinge, die wir nachher noch für Hackfleischmaterial ausschneiden oder auch für unsere Maultaschen natürlich, wo wir Fleisch brauchen, die ich am Bratenstück nicht dran lassen kann. Das heißt, ich habe hier meinen dicken Bug, den schneide ich weg, habe dann hier einen wunderschönen Schwartenbraten. Alles, was wir wegschmeißen, bringt uns kein Geld. Also versuchen wir, so viel wie möglich zu verarbeiten, so tief wie möglich zu verarbeiten, um auch natürlich das Tier wertzuschätzen und zu sagen, nee, du bist nicht umsonst für uns da gewesen, sondern wir schauen, dass wir dich zu 100% verwerten. Verwerten hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber es ist tatsächlich so, Wert. Im Verwerten steckt Wert, also Wertschätzung. Und da gehört einfach dazu, dass ich das alles so weit wie möglich verarbeite, wie es mir gegeben ist. Mager, ein bisschen Fett ist dabei. Wir haben die ganzen Knochenhäutel entfernt, wir haben die Sehnen entfernt, weil das ist das, was nachher beim Beißen zwischen den Zähnen hängen bleibt. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein Top-Produkt draußen haben. Und da wir ein ganz normaler, einfacher Wolf haben, haben wir das ordentlich vorbereitet, damit wir auch ordentliche Ware haben. Und das tun wir jetzt einfach schön auf eine Körnung von 3 mm Wolfen, damit das Fleisch nachher auch beißbar ist in der Maultasche. Am Rezept hat Olli Hecker lange getüftelt. Aber reicht das, um sich Maultaschenkönig zu nennen? Da gibt es einen Wettbewerb in Stuttgart, Süddeutsche Fleischerfachmesse. Und da gibt es den Wettbewerb um die beste Maultasche. Und da es den nur in Stuttgart gibt, ist das natürlich die beste Maultasche der Welt, weil man darf ja auch nur im Schwäbische eine schwäbische Maultasche herstellen. Und den habe ich 2015 gewonnen, den Wettbewerb. Und da hat mein Obermeister damals zu mir gesagt, das ist der Maultaschenkönig. Und das habe ich mir natürlich gleich mal auf die Brust schreiben lassen, Maultaschenkönig. Ne? Für die Einlage von den Maultaschen nehme ich ein bisschen was Geräuchertes, gerauchte Schinkenwurst, Salami, Landjäger, gerauchte Würstchen. Eigentlich ist man da vielschichtig, was man da nehmen kann. Ich nehme solche Sachen halt, um einfach das Geschmacksbild ein bisschen zu bekommen in diese Richtung und auch vom Biss, dass ich da nachher noch was spüre. Anders als die Wurstwaren sorgt der Spinat für Feuchtigkeit und gesunde Optik. Frische Petersilie kommt für frischen Geschmack dazu. Und auch die Zwiebeln sind schön gedämpft und wirken so geschmacksstärkend. Wir tun das Ganze, die einzelnen Komponenten auf den Wolf. So.
Die Hausfrau macht es so ähnlich. Die guckt in den Kühlschrank rein, was muss weg. Das schnippel ich schön fein. Wir machen es einfach, wir jagen es durch den Wolf grob. Schnippel ich schön fein, jag's durch die Pfanne, dämpf's ein bisschen an mit Zwiebeln. Und damit der Alte daheim nicht sieht, was er zu essen kriegt, packt es nur in die Teigtasche rein und schon ist er aufgeräumt. Und er meint, er hat was Tolles und sie hat aufgeräumt, weil es kommt aus der Zeit, wo man sparen musste. Im Gegensatz zu Koch oder Köchin daheim kommen bei Olli Hecker keine Reste in die Taschen. Aber es braucht auch keine Trüffel- und Filetstücke, sondern die Klassiker der Maultaschenfüllung. Wie immer macht es die richtige Mischung. Jetzt haben wir hier natürlich auch schöne regionale Eier. Das Ei ist einfach auch in der Maultasche, weil es bringt uns die Bindung. Es ist unser Klebstoff in der Sache. Jetzt tun wir das Brot, die Brötchen vom Bäcker haben wir getrocknet. Die tun wir jetzt ein bisschen zerkleinern, weil so groß bearbeiten, das macht keinen Spaß. Die Oberfläche sollte größer sein, damit das Ei überall das Brot schön benetzt, dass es nachher auch dementsprechend Bindung gibt, das Ganze. Dann kommen auf die Brotwürfel die frisch aufgeschlagene Eier. Dann tun wir das auch vermischen, so dass das Brot überall schön benetzt ist. Auch hier ist es so, zu viel ist auch nichts, weil dann mache ich einen Teig draus wiederum und dann können wir das Ding gleich backen. Im Prinzip so, dass wirklich überall schön ein bisschen mit Ei benetzt ist. Das reicht vollkommen aus. Ja. Nach dem Brot haben wir ja hier unsere schöne Mischung, die wir durch den Wolf gelassen haben vorher. Tun die auch wieder locker vermischen. Testen reicht es von der Feuchtigkeit vom Ganzen, dass das Produkt nicht zu trocken ist. Aber Spinat, weiß man ja, ist 90% Wasser oder irgend sowas. Vielleicht schreit er aus einer, nein, das sind nur 70, aber irgend so in dem Dreh rum. Und dadurch habe ich da genug Flüssigkeit drin, dass das Produkt nachher auch schön saftig ist. Ja. Dann kommt unser Fleisch dazu. Und wir haben ja hier am Fleisch haben wir keinen Geschmack in diesem Sinne. Wir haben natürlich den Fleischgeschmack, aber Fleisch ohne Gewürz ist nichts. Hier haben wir schönes Meersalz, wir haben einen Muskat, wir haben einen Knoblauch und haben einen Pfeffer. Wir haben das alles in, also Salz natürlich schön fein, dass wir es gut verteilen können. Der Muskat auch gemahlen, damit wir den auch gut verteilen können im Produkt. Knoblauch dasselbe als Pulver. Gemahlen und der Pfeffer sowieso, einfach, dass wir dann nachher keine Gewürznester haben. Und dann tun wir an dem Fleisch unser Gewürz einarbeiten, schön vermischen, weil da brauchen wir es ja. Und erst dann gehen wir dran und tun das Ganze wiederum miteinander mischen. Und jetzt haben wir hier, man sieht es auch, wir haben eine schöne fluffige Masse. Man könnte die jetzt theoretisch schon so in die Maultasche füllen, aber was wir für unsere Maultasche nehmen, ein Bratwurstbrät und auch aus der Tradition raus. Es gibt Kollegen, die nehmen nur das Bratwurstbrät, Gemüse rein als Maultaschenfüllung. Wir haben 100 Kollegen und haben 150 Rezepte aus der Familie raus. Und da ist auch jeder ein bisschen eigen, jeder schwört auf sein Rezept, wahrscheinlich auch schon über Generationen gewachsen. Da darf man nicht dran rumschrauben. Ich sage immer, man kann immer noch ein bisschen forschen, immer ein bisschen Nuancen verändern. Wir machen eine Maultasche mit rote Beete, die heißt dann Tussi-Maultasche. Wir haben schon mit Walnüsse gemacht, wir haben schon Maultaschen mit Rosinen gemacht. Einfach um mal so ein bisschen ein Topping reinzubringen, wo einfach mal anders ist. Die, wo darüber lachen, sage ich immer, das sind nur zu feige, um sowas auszuprobieren. Nur zu fett sollte die Füllung nicht sein. Ein bisschen Fett als Geschmacksträger, ganz wichtig, so wie wir vorher das Hackfleisch gehabt haben. Das reicht, das geht auch noch ein bisschen mehr, das ist auch kein Thema, aber muss nicht sein.
Ich habe einfach hier nur die Bestandteile von der Maultasche hängen und mehr nicht. Wenn ich zu viel Fett habe, dann habe ich hier so einen richtigen Schmierfilm oder am Schüsselrand und das will man nicht, weil zu viel Fett kocht einfach nur aus bei der Produktion. So, jetzt haben wir hier noch eine schöne Gemüsemischung, alles auch schön regional und da basteln wir uns jetzt eine Gemüsemaultasche, weil wir sind ja keine Unmenschen und versorgen auch die Vegetarier. Karotten, da mache ich es mir relativ einfach. Warum mit dem Messer schnippeln, wenn man hier so ein schönes Gerät hat, wo man die Dinger einfach nur durchjagen darf. Und weil ich gerne auch weiterhin alle meine 10 Finger habe, machen wir die Eckler schön mit dem Restehalter. Ich finde die rote Zwiebel einfach in der Optik im Produkt schöner und auch geschmacklich ist sie ein bisschen heftiger, sage ich mal. Einfach würziger, wie so eine ganz normale weiße Gemüsezwiebel. Und diese klassische weiße Metzgerzwiebel, Gemüsezwiebel, die hat halt auch noch einen sehr hohen Wasseranteil. Da habe ich einfach so die Erfahrung gemacht, dass in der roten Zwiebel, dass die schöner brät, schöner dünstet. Jetzt muss ich weinen. Oh, böse. Ja. Früher als Lehrling, da bin ich da draußen auf der Treppe gesessen, auf der einen Treppenstufe und musste 25 Kilo jede Woche Zwiebel schälen, manchmal auch mehr, weil wenn du Brät herstellst, da kommen immer frische Zwiebeln rein. Ich bin ja Rettungsschwimmer und ich habe da immer meine Taucherbrille aufgesetzt dazu. Auch bei vegetarischen Maultaschen gilt Fett nur in Maßen. Wenn ich zu viel Fett habe, habe ich nachher das Problem mit der Bindung. Fett schmiert, Fett bindet nicht. Ja? Und dann habe ich eine Schmierschicht zwischen Gemüse, meine Brotwürfel und alles. Und dann fällt mir die Maultasche eventuell auseinander. Bis zu einem gewissen Grad brät es weg, brät in das Produkt rein. Brauche ich auch ohne Fettbraten ganz schwierig. Natürlich, wenn ich eine beschichtete Pfanne habe, kann ich auch ein bisschen einen Schluck Wasser. Man kann mit einem Schluck Wasser, so ein Hühnchen oder sowas, kann man mit einem Schluck Wasser anbraten. Man bekommt eine Bräunung tatsächlich. Und man hat es kalorienarm geschmort. Aber hier brauche ich einfach ein bisschen Fett. Gewisse Menge ja. Geschmacksträger, Brataromen, Bratergebnis, zu viel, nein, Schmierung. Nach dem Braten muss das Gemüse erstmal abkühlen. Wenn ich jetzt mit dem heißen Produkt mit Ei dran fahre, bindet ja mein Ei schon während dem Mischvorgang. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Bindung erst haben, wenn ich sie gare. Eiweiß gerinnt bei 42 Grad und dann hätte ich sofort eine Bindung, weil das Produkt hat jetzt 80, 90 Grad. Jetzt haben wir hier schön unsere Brotwürfelchen, dieses Mal für die vegetarische Variante, um einfach auch noch ein bisschen Geschmack zu bekommen. Laugenbrötchen gewürfelt und dann haben wir so ein ominöses weißes Pulver drin. Das sieht aus wie Mehl, ist aber kein Mehl, das ist Stärke und auch hier keine normale Stärke, eine Erbsenstärke. Die Erbsenstärke hat den Vorteil technologisch, wir wollen das Produkt ja nicht kochen, wir tun es ja nur durchbrühen, gehen auf eine gewisse Kerntemperatur und die Erbsenstärke gerinnt uns schon etwa bei 72, 74 Grad. Ja. Eine normale Maisstärke braucht 6, 7, 8, 99 Grad, um die Bindung zu bekommen. Und hier bekommen wir das bei einem niedrigen Garpunkt und wir haben das Produkt dadurch schonender gegart. Jetzt haben wir schön unser Brot, Ei und die Erbsenstärke gemischt. Dann haben wir unsere Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauchpulver. Das tun wir jetzt hier schön aufs Gemüse, was wir ja durchgekühlt haben. Und dann können wir das Ganze schön ein bisschen vermischen. Dann haben wir nämlich das Gewürz schon schön auf dem Gemüse verteilt. Und jetzt haben wir unseren Fleischwolf bereitgestellt. Was wir noch haben, was wir ja nicht dämpfen, das brauchen wir nicht, die frische Petersilie.
ja, weil das einfach auch noch ein bisschen schön Geschmack gibt. Und die jagen wir jetzt mit dem Gemüse durch den Wolf. Welches Gemüse in die Maultasche kommt, bleibt ja jedem selbst überlassen. Allerdings eignet sich nicht jedes gleich gut. Wir haben eine Tomate, die hat wahrscheinlich um die 70% Wasser. Wir haben einen Spinat, 80% Wasser. Wenn ich sowas nehme, dann muss ich ja diese Feuchtigkeit schon wieder irgendwo unterbringen. Das heißt, ich brauche wieder irgendwas, wo aufsaugt. Und das ist Quatsch. Na, das brauche ich nicht. Also nehme ich meinen Brokkoli, meinen Blumenkohl, die sind von Haus aus trockener, konsistent besser und die kann ich auch schön mit dem Ei binden, weil ich da einfach eine Oberfläche habe, die greift. Die Konsistenz ist so von der Maultasche, sie klebt, ne? Man sieht es hebt da an die Hände und das ist dann so die Balance einfach. Soweit zur Füllung für beide Maultaschenvarianten. Jetzt fehlt noch der Teig für drumrum. Den macht, keinen Kilometer entfernt, Bäckermeister Frank Clement. So, wir brauchen die 4 Grundzutaten eines Nudelteigs. Das ist zum einen der Hartweizengrieß, das Salz, ganz klassisch Wasser und Eier. In dem Fall Vollei, kein Eigelb. So, jetzt kommen natürlich als erstes die Trockenprodukte rein, noch das Salz, und dann die Flüssigkeit natürlich, 3 Liter Eier und das Wasser, das spülen wir den anderen Becher ein bisschen damit aus. So. Den Knetprozess beim Nudelteig muss man permanent überwachen. Es ist einfach wichtig, dass der Teig eine gewisse Feuchtigkeit hat, damit er uns nicht verklebt oder eventuell zu trocken ist, was schlimmer ist, weil wir einfach beim Runterrollen mit der Nudelteigmaschine einmal sonst ein Problem haben, den einfach zusammenzubekommen. Ja. Deswegen muss ich ihn einfach mal anschauen, Probe machen, passt er oder passt er nicht. Der passt jetzt wunderbar, wir können so weitermachen und warten jetzt einfach, bis die Maschine abschaltet. Und gehen dann dazu über, den Teig mit der Nudelteigmaschine runterzurollen und zu laminieren quasi. Ich gehe jetzt beim Runterrollen immer etwas mit der Stärke nach unten, das heißt, die Walzen werden dichter und so kriege ich einen immer dünneren Nudelteig. Mit diesen alten Nudelteigmaschinen muss man natürlich auch immer schön auf seine Finger aufpassen, damit uns die nicht von den Walzen erfasst werden. Deswegen hat man auch diese Schutzgitter. So, ich verteile jetzt wieder ein bisschen den losen Nudelteig, drücke es etwas an, drehe wieder die Walzen nach oben, damit wir durchkommen. Also wir sprechen hier jetzt von Walzenöffnung 3 bis 4 cm. Und am Ende kriegen wir einen Nudelteig, der noch 0,5 mm Stärke hat. Natürlich, durch dieses Laminieren presse ich den Teig natürlich immer weiter zusammen. Das heißt, er wird immer dichter. Wenn ich ihn jetzt in diesem Stadium für Maultaschen verwenden würde, würde es nicht funktionieren, weil er einfach noch nicht dicht genug ist. Er würde reißen.
Und das ist das, was wir natürlich auch, oder der Metzger dann am Ende bei der Maultaschenproduktion natürlich gar nicht möchte. Daher müssen wir auch immer wieder wenden, immer wieder die Walzen nach oben drehen. Er wird also dichter. Durch das permanente Laminieren, durch das Runtergehen auf eine gewisse Stärke, pressen die Walzen den Nudelteig richtig zusammen und verdichten diesen. Und woher weiß man dann, dass er fertig ist? Einfach eine Gefühlsgeschichte. Nach etwa 10 Minuten hin und her stimmt das Gefühl. Wir haben jetzt eine ganz glatte Struktur. Der glänzt auch richtig toll. Und das ist jetzt auch der Moment, wo wir relativ zügig den Nudelteig runterrollen müssen, weil hier spielt jetzt die Luft, die trockene Luft, eher eine negative Rolle, weil wenn er mir trocknet, habe ich auch wieder das Problem, dass ich ihn nicht durch die Walzen bekomme. Das heißt, jetzt für die 0,5 Millimeter muss es auf einmal ganz schnell gehen. Wie man jetzt auch erkennen kann, auch schon allein daran, wie ich ihn auf die Bahn lege, es reißt nichts. Und das ist genau das, was wir wollen. Das ist auch das, was der Metzger will. Und somit können wir den Nudelteig an dieser Stelle jetzt sehr schön aufrollen. So, jetzt haben wir hier den wunderschönen Nudelteig vom Kollegen. Wichtig ist, dass wir den Nudelteig gleich ein bisschen befeuchten. Dann haben wir auch hier wieder ein bisschen Klebung, dass die Masse hält. Dann sind wir hier 2 Löffel. Das ist eigentlich so die typische Methode der schwäbischen Hausfrau. Setzt es hier hin. Jetzt haben wir hier schön unsere Häufler gemacht, falten das einmal schön um, drücken das etwas an, gehen ein bisschen in den Überstand, schneiden das ab, tun dann das Ganze rüber, drücken in der Mitte, drücken das außen zu und nochmal durch. Und jetzt tun wir die schön verschließen, dass die auch ihrem Namen Herrgottspscheißerle gerecht werden. Wenn die Maultasche kein Kulturgut ist, ja, dann gibt es ja daneben gar nichts mehr. Also die ist ja das Kulturgut für den Schwaben. Also die steht ja nur über dem Fernsehturm. Also von dem her, die schwäbische Maultasche im Kloster Maulbronn vom Bruder Jakob erfunden, nachdem er ein Stückchen Fleisch im Wald gefunden hat und das aber in der Fastenzeit. Also wenn das kein Kulturgut ist, dann weiß ich auch nicht. Also es gibt, und vor allem dazu ist es das geilste Kulturgut überhaupt. Schön anzusehen, wie der kulinarische Gral der Schwaben entsteht. Aber der Schwab wäre kein Schwab, wenn er es nicht noch effizienter könnte.
Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen für Fortgeschrittene. Dafür rollen wir das Ganze der lange Weg aus und setzen jetzt hier unseren Teig drauf und dann schauen wir mal, wie das geht. So viel sei schon verraten. Es hat etwas mit dem kleinen Messerwalzengerät zu tun, das hier ganz nebenbei und unschuldig auf seinen Einsatz wartet. Dieses geheimnisvolle Gerät, ja, das ist das sogenannte Maultaschenblitz. Den hat auch natürlich, klar, wie kann es anders sein, ein schwäbischer Tüftler erfunden. Ne? Bei vielen Kollegen habe ich den noch nicht gesehen. Ich habe ihn irgendwann mir mal gekauft, weil er auch nicht nur 3,50 € kostet. Und habe mich hinterher geärgert, dass ich das Ding nicht schon viel früher gekauft habe. So, und jetzt ist unser Teig für das, was wir jetzt machen wollen, etwas zu breit. Und deswegen tun wir da ein Stückchen klauen. Der Schwabe lässt ja nichts verkommen. Peppern wir jetzt da Pepper. Die peppern wir jetzt da innen rein. Wie sieht man so schön? Das stopft auch ein Loch. Jetzt kommt dieses Gerät. Sieht sehr gefährlich aus, ist aber ganz einfach. Es schneidet mir die Maultasche. Ich mache sie im Ofen, lasse die Maultasche schön bei 90 Grad auf eine Kerntemperatur von 68 Grad ziehen, auch wegen der Haltbarkeit. Die Hausfrau macht einfach einen schönen Topf mit Salzwasser, lässt es einmal schön ordentlich aufkochen, gibt die Maultaschen rein und schaut dann, dass das Ganze nur noch so simmert, dass es nicht mehr kocht, weil sonst durch das Kochen habe ich eine zu starke thermische Belastung außen. Ich brauche aber die Temperatur innen und dann ist die Gefahr, dass das Produkt platzt und dass es dann ausläuft. Fleischmaultaschen also bis 68 Grad Kerntemperatur in den Konvektomat. Die vegetarischen brauchen ja etwas mehr Hitze, damit die Erbsenstärke funktioniert. Der Moment der Wahrheit, jawohl. Ja. Jetzt haben wir unsere Maultasche fertig. Wir haben sie noch mal schön in der Fleischbrühe, Gemüsemaultasche natürlich in der Gemüsebrühe hochgezogen. Das ist ja das Wichtige. Die frische Maultasche, toll, lecker, aber noch mal in der Brühe ziehen lassen, gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen was Habhaftes. Und jetzt schauen wir mal, was wir da gebastelt haben. Einmal die vegetarische Variante und einmal die mit Fleisch. So, vegetarische Variante, schön fest worden, hält uns schön zusammen, genauso sein. Man sieht schön das Gemüse, man sieht, was drin ist. Das ist nicht nur irgendein Brei, Teigmasse, sondern so eine schöne Füllung, schön stückig. Und bei der Fleischmaultasche sollte das so ähnlich sein. Wir haben das Fluffige, das Luftige, das wir über das Hackfleisch und das Brät kriegen. Und genau so darf eine schwäbische Maultasche aussehen. Und als Metzger genießt man natürlich als erstes das Fleisch. Sehr gut. Die vegetarische Variante. Auch lecker. So wie es sein soll. Man spürt auch hier ein bisschen was Stückiges durch das Gemüse, das wir nur angebraten haben und nicht durchgegart haben so richtig. Es hat noch einen schönen Biss, so wie es eigentlich auch ein frisches Gemüse sein soll. Kann man so lassen. Wunderbar. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.